Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Game, beziehungsweise heute zu einer neuen Demo. Wir gucken uns die Demo zu Nothing to Declare an. Das sind dieselben Entwickler wie auch das Witchy-Game, was wir vor kurzem gespielt haben. Witchy Business oder so hieß das, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Sind auf jeden Fall dieselben Entwickler oder Publisher. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber wir starten einfach mal ein neues Game. Ich habe die Demo schon mal gespielt. Sie ist noch ein bisschen leer, kann man sagen. Aber das wird sich mit Sicherheit noch auffüllen. So. Willkommen zu deinem ersten Arbeitstag. Gehen wir die Grundlagen durch. In diesem Teil des Bildschirms nimmst du die Gegenstände von Passagieren an oder gibst sie zurück. Also, Nothing to Declare. Ich denke mal, der Name erklärt es von selbst. Man ist am Flughafen und muss halt Leute checken. Es ist ein bisschen wie, wie ist denn das Game noch? Papers, Please, hieß es. Nur halt in einem niedlicheren Gewand, würde ich mal sagen. Das ist dein Schreibtisch. Hier überprüfst du Gegenstände und erledigst den Großteil deiner Arbeit. Wunderbar. Jetzt schauen wir uns den Pass des Passagiers an. Machen wir. Sieht so aus, als würde ich nicht mit dem Foto in diesem Pass übereinstimmen. Stimmt. Wenn er das sein soll, dann passt das nicht. Öffne jetzt das Meldebrett, um die Ablehnungsgründe auszuwählen. Das machen wir. Du kannst die Seite wechseln, bla bla, alles klar. Wir haben jetzt schon festgestellt, das Foto passt nicht, also klicken wir das Passfoto an. Wir können Fragen stellen. So, Grund haben wir ausgewählt, und zwar ist es das Passfoto. Und dann würde ich sagen, lehnen wir ihn ab und geben ihm das zurück. Okay, da hat irgendwas gebuggt, ich habe nicht geklickt, der hat es automatisch weggemacht. Gib dem Passagier alle Dokumente und schicke ihn weg. Bitte sehr, auf Wiedersehen. Gute Arbeit, mach weiter so und vielleicht verdienst du dir einen Platz in der Business Lounge. Jetzt kriegen wir unseren ersten richtigen Kunden quasi. Mein Name ist Athena Brooks. Gucken wir mal, das passt, das Bild passt auch, wunderbar, darf einreisen. Oder weiterreisen oder wie auch immer. Lucas Bennett. Das passt nicht, weder Bild noch Name. Was kann man eigentlich so fragen? Wie alt sind sie? 25, okay. Dennoch passt weder das Passfoto noch der Name. Dementsprechend lehnen wir den ab und er kann wieder gehen. Isla Dawson. Passt. Das wird nachher noch ein bisschen interessanter. Wenn ihr die Games von dem Publisher kennt, dann wisst ihr, dass das sich immer ein bisschen steigert. Das ist genauso aufgebaut wie Ich und Namen heute, ist ja furchtbar. Lost but Found und auf den anderen Namen komme ich gerade nicht. Die sind auch so aufgebaut, dass es am Anfang relativ einfach ist und dann immer schwerer wird. So, Owen Mitchell, wie heißt der Typ? Ich hab's verpasst. Ja, das passt, okay. Der darf. Wunderbar. Den ersten Tag haben wir abgeschlossen. Wir haben eine perfekte Inspektion, noch eine alle 4. Wunderbar. Dafür haben wir Geld bekommen. $270. Nun ist es aber so, dass wir in dieser Demo dieses Geld irgendwie noch nicht loswerden können. Oder ich bin zu dumm. Ich möchte es nicht ausschließen, weil wir können hier uns andere Bereiche angucken. Aber wir können in diesen Bereichen nichts machen. Es ist nichts irgendwie anklickbar. Hier auch nicht. Hier machen sie ja Werbung für ihr anderes Game, Lost but Found. Aber ich kann hier nichts anwählen. Deswegen, ich vermute mal, dass man hier später noch Dinge kaufen kann und Sachen upgraden kann oder so. Gehe ich jetzt einfach mal fest von aus. Aber jetzt gerade geht es halt einfach noch nicht. Ist vermutlich der Demo geschuldet, finde ich ein bisschen schade. Weil das ja auch eigentlich ein großer Teil von den Games ist. Und da wäre ein kleiner Blick da rein, wäre auch schon mal schön gewesen. Aber gut, können wir noch nicht, also starten wir einfach den nächsten Tag. Ab heute sind Bordkartenpflicht. Ja, wirklich. Schauen wir uns die Bordkarte an. Hier findest du die Gepäcklimits, Routeninfos, das Flugdatum und die Passagierdaten. Wunderbar. Ja, okay. Das hätte ich mir jetzt herleiten können. Gewichtslimit für abgegebenes Gepäck. Das Handgepäck. Dann haben wir die Flugroute von nach. Das Datum. Und das hier ist abgelaufen, weil wir haben den 2. Januar. Passagierdaten, Namen, Infos und das Übliche. Gute Arbeit. Wunderbar. Der zieht wieder ab. Dann dürfen wir jetzt richtig anfangen. Wir holen uns erstmal den Reisepass. Der ist richtig.
Dann haben wir die Bordkarte. 2. Januar passt. Da können wir sie nochmal fragen, wie alt sie ist. 23, das passt auch. Und wohin reisen sie? Nach London. Das klingt alles plausibel. Dann kann sie abreisen. Felix Dawson. Das Bild passt schon mal nicht. Das können wir schon mal anmarkern hier. Dass wir das nicht vergessen. Und trotzdem können wir die anderen Sachen nochmal abfragen, weil ich glaube, es gibt Punkte, je nachdem, wie viele Fehler man gefunden hat. Es kann also durchaus mehrere geben. Nach Dubai. Ja. Ist aber abgelaufen, guck mal. Also das Bordkartendatum ist auch falsch und damit darf er nicht fliegen. Dylan Hayes. 62. Fragen wir mal. 62. Möchte nach Delhi, das passt. 2. Januar passt auch. Bild passt, Name passt, darf durch. Hazel Stone. 25 Jahre alt, Bild passt. Alter auch. Will nach Sydney. Ah, Ticket ist abgelaufen. Also. Nicht. So, den Tag haben wir auch abgeschlossen. Es sind immer 4, ich glaube später werden es 5 Passagiere. Soweit wie ich zumindest gespielt habe. Dann haben wir hier wieder alles perfekt. Und kriegen wieder Geld, was wir nicht ausgeben können. Ja, da starten wir gleich den nächsten Tag, weil wir können ja gerade noch nichts anderes machen. Wie gesagt, finde ich sehr schade. Ich hätte wirklich gehofft, dass wir ein bisschen mehr sehen können. Amelia Donovan, das passt nicht vom Namen her. Die können wir schon mal anmarkern. Dann hätte ich gerne gewusst, wie alt sie ist. 61, das weiß sie wenigstens. Und will nach New York. Ticket passt auch, 3. Januar. Aber das Bild passt, der Name passt nicht, also darf sie leider nicht durch. Julian Reed. Okay, das passt. Bild passt auch. Dann das Alter. 37. Möchte nach Paris. Abgelaufen ist es auch nicht. Dann... Oh. Ich wollte eigentlich den hier machen. Oh, okay, wir können das noch korrigieren. Gott sei Dank. Dann mal Abflug. Ivy Reed. Das passt schon mal. Wie alt? 22. Nach Sydney. Ist nicht abgelaufen. Darf durch. Grayson Turner. Guck mal. Das passt. Und möchte nach Toronto. Das passt auch. Ticket ist auch gültig. So. Dann haben wir auch alles fertig. Hier perfekte Inspektion. Wunderbar. Und dann gehen wir gleich wieder in den nächsten Tag. So. In die nächste Regel dazu. Passagiere scannen. Das ist das Avian Secure Pad. Seine Hightech-Kamera scannt Passagiere bis auf die Knochen. Wenn du am Metalldetektor den Alarm hörst, benutze das Pad über dem Passagier, um verbotene Gegenstände zu entdecken. Wenn du das Tablet eine Sekunde über den Passagier hältst, wird der Gegenstand entfernt. Okay. Der hat irgendwo was Verbotenes dabei. Hier. Wenn du einen illegalen oder gefährlichen Gegenstand siehst, ruf sofort den Sicherheitsdienst, indem du den Knopf auf dem Tisch drückst. Für einen starken Chef wie mich gibt es nichts, womit ich nicht fertig werde. Okay. Welchen Knopf soll ich denn drücken? Ich habe keinen Knopf gesehen. Und was mache ich jetzt hiermit? Okay. Leo Bennett, wir lassen es erstmal liegen. Okay, das Bild passt schon mal nicht. Das können wir direkt schon mal anmarkern. Dann möchte ich gerne noch wissen, wie alt und wohin. Das passt. 4. Januar passt auch. Darf aber trotzdem nicht fliegen. Den müssen wir gleich scannen. Chase Hunter 52. Möchte nach Moskau. Ticket ist auch gültig, aber mal gucken, was wir hier finden. Aha. Und noch was? Nee. Dann haben wir verbotene Gegenstände. Da, illegale Gegenstände. Ah, jetzt kriegen wir auch den Button.
Der geht. Ich sammle das mal hier oben in der Ecke. Aria Dawson, der Name passt nicht. Warte. Hier. Dann möchten wir gerne wissen, wie alt und wohin. Nach Rom, wunderbar, das ist okay. Aber, nö. Der mit falschem Namen versucht zu fliegen, der fliegt gar nicht. Jordan Miller. 44 und will nach Madrid. Ist okay, Datum passt auch. Ja, ist fein, würde ich sagen. Haben wir auch. Und 4 perfekte. Und gleich den nächsten Tag. Daisy Clark. Passt schon mal, aber hat schon mal irgendwelche Gegenstände dabei. Irgendein Trank. Okay, wird auch nicht genauer deklariert. Ist einfach ein Trank. Dann möchte ich noch wissen, wie alt. 19 und möchte nach Amsterdam. Der Rest ist fein, aber sie darf trotzdem nicht, weil illegale Gegenstände. Das klingt wie so ein Wecker. Das ist voll der nervige Ton. Ruby Gardner. 53. Möchte nach Berlin. Ticket passt. Oh, gute Reise. Wir haben hier unten übrigens noch so einen Reiseführer, wo wir uns nochmal alles angucken können an Informationen, die wir gekriegt haben. Auch welche Vorschriften gerade gelten und ja, was verbotene und was illegale Gegenstände sind. Das habe ich tatsächlich bisher auch noch nicht gesehen, aber das ist auch an den Gegenständen markiert. An den illegalen haben wir so ein rotes Auszufezeichen, an den verbotenen so ein gelbes Kreuz. Werkzeuge gibt es erst in der Vollversion. Okay. So, wen haben wir hier? Das Bild passt schon mal gar nicht. Und wie heißt sie? Scarlett Reed. Das passt wenigstens. 25 Jahre alt und will nach Berlin. Ja, ne? Nö. Lucy Bennett. 47, möchte nach Delhi. Ja, ist okay. Oh nein, ich werde sie scannen müssen. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Damn. Bin ich zu schnell gewesen. Mist. Naja. Das ist wie es ist. Wir haben eine neue Regel. Andere Sicherheitsmaßnahmen. Das ist das Förderband, auf dem die zu überprüfenden Gegenstände ankommen. Mit den Knöpfen kannst du das Band steuern. Und da ist das Röntgengerät. Ja, Gegenstände werden rot markiert, wenn sie illegal sind. Und gelb, glaube ich, wenn sie nur verboten sind. Also nur verboten in Anführungszeichen. Brauchen wir den Rucksack. Das Gepäck ist sauber, ziehst zu deinem Tisch. Du hast wahrscheinlich das Etikett bemerkt, klicke mit der rechten Maustaste darauf. Und dann können wir sehen, dass das Handgepäck ist. Und Handgepäck geben wir direkt dem Passagier, weil ist Handgepäck. Und wir können wir das jetzt schon sehen oder ist das später erst der Fall? Ich glaube, das ist später erst der Fall. Ja, wir können das später noch wiegen hier oben. Aber das kriegen wir erst an Tag 8. Öffnen. Oh, ich dachte, wir können das einfach vorher schon aufmachen. Gut, du kriegst deinen Rucksack. Nehmen wir noch mehr Gepäck. Aufgabegepäck. Da ist ein verbotener Gegenstand drin. Machen wir das Ganze mal auf. Siehst du den Mülleimer? Hier kommen vorerst verbotene Gegenstände rein. Ah, okay. Wir haben die V9-Batterie, also 9-Volt-Batterie. V9-Batterie, was für ein Blödsinn. Dann können wir mit der rechten Maustaste draufklicken, dann macht er das schnell wieder zu. Und dann können wir das hier wieder rauflegen und weiterschieben, weil das muss ja ins Flugzeug. Können wir das auch wegschmeißen? Ja. Dann räumen wir mal ein bisschen auf, bevor die ersten Kunden kommen. Iris Morgan. Die möchte wohin? Datum stimmt schon mal. Ist 24 und möchte nach Paris. Das ist okay. Hier haben wir allerdings verbotene Gegenstände im Gepäck. Eine Karotte. Die darf nicht mit. Das Handgepäck. Ne, das Aufgabegepäck. Dann geht das wieder hier rauf und weiter. Und da sind auch ganz viele verbotene Gegenstände drin. Batterien, eine Zwiebel
Und noch eine Karotte. Sag mal. So, aber sie darf durch. Sie hat nichts Verbotenes dabei. Nichts Illegales, nur Verbotenes. Was ist ein Unterschied? Jasmine Ward. Oder Jasmine Ward oder whatever. Okay, das passt soweit. Dann brauchen wir einmal das Reiseziel Moskau, 22 Jahre, das ist okay. Ticket passt auch. Ein paar verbotene Gegenstände im Rucksack. Die sortieren wir einmal schnell aus. Das ist Handgepäck. Und dann haben wir noch ein Aufgabegepäck. Das ist, nee, da ist auch was Verbotenes drin, guck mal. Da ist noch ein Haargel. Das war süß mit dem Capybara-Anhänger. Cute. Ist auch Handgepäck? Nee, ist Aufgabegepäck. Dann darf sie durch. Ach, warten, bis das Gepäck abgeräumt ist. Owen Mitchell. 41 Jahre alt. Wohin möchte der? Nach Kairo. Ist 41. Das passt alles soweit. Hat kein Gepäck aufgegeben. Sehen wir hier unten. Ach, hier sehen wir auch das Limit nachher, wenn wir die Sachen wiegen. Wie viel sie wiegen dürfen. 6. Januar passt, dann kann der durch. Naomi Moore. Auch gleich nochmal. 22. Nach Berlin. Ticket ist okay. Hier sehen wir jetzt das Aufgabegepäcklimit 7 Kilo, aber das können wir noch nicht wiegen. Dürfen wir noch nicht. Jetzt erstmal prüfen wir es nur. Und nehmen die verbotenen Sachen raus. Aufgabegepäck. Da ist auch was Verbotenes drin. Versteckt sich dahinter. So, dann darf sie einreisen. Oder weiterreisen. Haben wir den auch geschafft? Ich weiß auch nicht, wie lange die Demo geht. Wir gucken uns nur ein paar Tage an. Wir gucken uns nicht die gesamte Demo an. Dafür ist tatsächlich noch ein bisschen wenig Inhalt drin. Aber wir gucken uns noch den Part an, wo wir Sachen wiegen können. Ich glaube, das müsste jetzt kommen. Nee, noch nicht. Kommt dann erst einen Tag später. Na gut. Der Name passt nicht. Und das Reiseziel ist New York, das ist okay. Ticket ist auch nicht abgelaufen. Wir nehmen hier mal die verbotenen Gegenstände raus. Ach, der hat illegale Gegenstände dabei. Okay, dann darf der eh nicht weiter. Aber wir nehmen das trotzdem mal alles raus, weil sonst wird das nachher angekreidet, dass wir es nicht erkannt hätten. Was in dem Fall ja eigentlich egal ist, weil der eh nicht weiterfliegt. Aber naja. So, und den Sicherheitsdienst. Marcel Rivers. Name passt nicht. Dann haben wir noch ein paar Fragen. Nach Sydney. 29 Jahre alt, ist okay. Verbotene Gegenstände, illegale Gegenstände dabei. Gepäck. Noch mehr illegale Gegenstände, meine Güte. Darf nicht einreisen, Sicherheitsdienst. Bennett Hayes. 33 Jahre alt. Passt. Möchte nach Amsterdam. Und hat sogar mal cleanes Gepäck. Wow. Das ist das Aufgabegepäck. Dann kann das gleich weiter. Und der darf durch. Ich weiß nicht, warum ich denen die Sachen nicht zurückgeben darf, bevor das Gepäck weg ist. Ist doch egal. Clara Shaw. Nach Paris und ist 56. Das passt. Hat aber verbotene Gegenstände dabei, aber keine illegalen. Oh. So, das eine darf sie behalten. Und dann darf sie durch. Aber, oh. Warum ist das nur korrekt? Wir haben doch alles gefunden. Erkannte Fehler 1 von 1. Ich weiß nicht, warum der nur korrekt ist. Verstehe ich nicht. Der Rest ist okay. Jetzt kommen wir zu dem Part, wo wir die Sachen wiegen dürfen. Das ist, denke ich mal, auch der letzte Tag, den wir uns angucken. Ich glaube, viel spannender wird es nicht. Es gibt nachher noch die Mechanik, dass man in die Zeitung gucken kann.
Das geht jetzt gerade noch nicht. Da steht dann drin sowas wie Flüge nach New York sind gestrichen. Lass keine Leute durch, die nach New York wollen. Oder die und die Person ist gesucht, lass sie nicht durch. Sowas gibt es dann da noch. Das kommt später noch, aber das ist jetzt nicht so relevant, dass wir jetzt bis dahin noch weiterspielen müssten. Jetzt müssen wir das Gepäck wiegen. Ja, die ist hier oben die Waage, wissen wir schon. Erst läuft das Paket hier, das Gepäck hier durch. Da ist nichts Illegales und nichts Verbotenes drin. Wir müssen es aber wiegen. Wenn wir auf der Bordkarte nachgucken, das Gepäck darf maximal 3 Kilo haben. Das hat 4. Das ist zu schwer. Das Handgepäck sagt ein grünes Tag. So, in dem Fall drücken wir ein Ticket aus. Gibt das Ticket jetzt dem Passagier. Manche Passagiere weigern sich vielleicht, die Zusatzgebühr zu zahlen. In dem Fall musst du ihre Durchreise verweigern. Nachdem sie die Zusatzgebühr bezahlt haben, kannst du normal weitermachen. Da es Handgepäck ist, müssen wir es wieder zurückgeben. Und so beginnt ein neuer Tag. Ivy Reed. 28 und will nach Toronto. 8. Januar passt. Hat ein Handgepäck dabei mit verbotenen Gegenständen. Und jetzt wiegt die noch 1,2 Kilo. Das ist in Ordnung. Dann kann die durch. Hyper Coal. Will nach Moskau. Ist okay. Die Wasserflasche darf allerdings nicht mit. 7 Kilo darf es haben. 3,7 hat es. Darf also weiter. Und die darf weiterfliegen. Oh, immer dieses Warten. Aaron Pierce. Ach, ich hatte ganz vergessen, dass wir den Scanner auch noch haben. Machen wir das gleich mal zuerst. Wenn ich da auch dran denke. Was hat der denn dabei? Ein Alien-Artefakt. Aha. Also illegale Gegenstände. Da sehe ich auch schon illegale Gegenstände. Top-Secret-Datei. Und verbotene Gegenstände. Oh, nee, das muss auch weg. Das darf man nicht wieder haben. 3,1 Kilo. 7 darf es haben. Können wir weiterschieben. Aber wir wissen ja sowieso, dass der nicht weiterfliegt. 3,7. Manchmal lässt sich das nicht so richtig da drauflegen. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber zeigt es halt auch an, wenn man nur drüber hovert. Dementsprechend geht's wieder. So, ansonsten... Tja. Nö. Ab zum Sicherheitsdienst. Lea Hunter. Wo möchtest du denn hin? Nach Paris und ist 18. Das passt soweit. Ah, ist abgelaufen. Wo ist es denn? Ein Bordkartendatum. Hier nochmal rein. 1,2 Kilo. 5 darf es haben. Das kann sie also wieder haben. Und die Kartoffel. 5,4. Das ist auch in Ordnung. Das darf auch weiter. Darf aber trotzdem nicht fliegen, weil abgelaufen. So. Den Tag haben wir auch abgeschlossen. Ich denke, wir haben auch genug gesehen jetzt. Also man weiß im Groben, worum es geht mit dem Game. Ich finde es wirklich, wirklich schade, dass in der Demo noch nichts von den anderen Bereichen gezeigt wird. Weil hier wird mit Sicherheit noch was kommen, weil die existieren nicht ohne Grund. Das finde ich wirklich schade. Das nimmt dem sehr, sehr viel. Aber ja. Lasst mich wie immer gerne wissen, was ihr von dem Game haltet. Und ansonsten freue ich mich über ein Like und ein Abo. Wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.